Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic, und dies ist das aufwendigste Video, was ich zu dieser Uhr machen werde, denn es ist der Akkutest und den habe ich aus dem letzten Jahr in dieses Jahr übernommen sozusagen, habe in diesem Jahr mit der Uhr das gleiche Testverfahren durchgeführt wie schon letztes Jahr und bin zu, ich würde sagen, aufschlussreichen Ergebnissen gekommen, und die will ich gerne mit euch teilen, damit ihr auch einen Eindruck bekommt, wie es aussieht. So, bevor es losgeht, vielleicht noch 2, 3 Voraussetzungen und Dinge, die ich euch mitgeben möchte für diesen Test, denn es gibt in den Kommentaren oder gab in der Vergangenheit in den Kommentaren immer wieder Diskussionen dazu, kann das sein und so weiter und so fort. Ja, es kann sein. Hier die Infos, was alles an Einstellungen gemacht wurde. WLAN ist aktiv. Wir benutzen nachts den Nachtmodus. Wir haben die adaptive Helligkeit eingestellt. Wir haben GPS für alle Sportaktivitäten in der Aufzeichnung mit drin. So, wir gucken nochmal weiter, damit ich euch auch wirklich alle Details soweit mitgeben kann, die relevant sind. Also alle würde jetzt zu weit führen, aber zumindest mal die wichtigsten. Bei Health zeige ich euch nochmal, was hier los ist. Da haben wir fortlaufende Messungen mit drin, und zwar für alle verschiedenen Aspekte. Wir haben Schnarcherkennung, wir haben Hauttemperatur im Schlaf, also alles, was man aktivieren kann, ist aktiviert. Wie gesagt, die adaptive Helligkeit, Always-on-Display ist eingeschaltet. Auch das vielleicht noch eine wichtige Information, weil das in der Vergangenheit ja immer für den größten Verbrauch gesorgt hat. Und ich habe natürlich hier mein Watchface aktiv, welches ihr hier auch seht. Das ist Destroy aus dem Play Store. Das macht natürlich durchaus auch an der einen oder anderen Stelle noch einen Unterschied. Und klar, bei den Apps gibt es durchaus an der einen oder anderen Stelle auch noch einen gewissen Unterschied. Was noch wichtig ist zu wissen, und das möchte ich euch an dieser Stelle auch nochmal mitgeben, das ist, welche Softwareversion wir hier installiert haben, weil auch das spielt eine Rolle. Es wird in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich da noch Updates geben, und die werden die Laufzeit verändern. Der Test findet jetzt mit dieser Version hier statt, sodass ihr einfach wisst, wie das Ganze einzuordnen ist. So, wir fassen es nochmal ganz kurz zusammen. Also, der Test hat ungefähr Mitte August 2023 stattgefunden. Ihr seht es ja an dem Upload-Datum bzw. am Release-Datum. Die Tage davor habe ich den Test dann logischerweise gemacht. Durch neue Softwareversionen wird sich die Laufzeit nochmal verändern in den kommenden Tagen und Wochen. Euer Watchface beeinflusst die Laufzeit der Uhr. Ebenso natürlich die Nutzung und Anzahl von Benachrichtigungen. Wenn ihr viel lest, kostet das natürlich auch mehr Laufzeit, ganz logisch. Und während des Tests wurde nicht zusätzlich irgendwie herumgespielt, so wie man das am Anfang ja häufiger macht, sondern die Uhr ganz normal genutzt, und die Softwareversion habe ich euch auch nochmal eingeblendet. Ja, jetzt will ich noch 2, 3 Worte dazu verlieren, wie denn dieser Akkutest stattgefunden hat. Und diejenigen unter euch, die letztes Jahr schon den Test zur Watch 5 Pro gesehen haben, das ist quasi das gleiche, nur auf dieses Jahr übertragen. Sprich, ich habe verschiedene Aktivitäten durchgeführt, dabei immer Screenshots von meinem Watchface gemacht, um zu sehen, wie viel Uhr haben wir es und wie viel Zeit ist vergangen, wie viel Akkulaufzeit hat diese Aktivität jetzt gekostet. Und hier seht ihr mal einen Beispieltag. Das ist der Montag, der 7. August gewesen. Das war ein Bürotag, da habe ich zu verschiedenen Zeitpunkten eben diese Screenshots gemacht. Das habe ich an mehreren Tagen wiederum gemacht mit unterschiedlichen Aktivitäten, und dann ist quasi am Ende eine ganze Reihe von Screenshots rausgekommen, und zwar an der Zahl ungefähr 55. Im letzten Jahr hatte ich 60, diesmal sind es ungefähr 55 Messpunkte, die ich dann nachher in eine Excel-Tabelle eingetragen habe und damit durchschnittliche prozentuale Veränderungen auf die Akkulaufzeit gemessen habe. Das gleiche gilt natürlich auch für die Wiederaufladung, also für das Wiederaufladen von 0 auf 100. Auch das habe ich zeitlich einmal abgemessen mit dem originalen Ladepuck, der mitgeliefert wurde, mit dem von Samsung vorgegebenen Netzteil von Samsung selber, um da zu schauen, wie lange dauert das Ganze denn, um von 0 dann wieder auf 100 zu kommen. Auch dazu gibt es gleich in dieser Excel-Tabelle eine Information, also wie da die Ladeabschnitte gelaufen sind. Manches geht nämlich schneller, manches dauert etwas länger. Gerade am Anfang lädt es durchaus schnell, also die erste Zeit, um wieder auf eine gewisse Laufzeit zu kommen, die geht recht fix. Wenn ihr nachher auf 100% kommen wollt, dauert das Ganze ein bisschen. Und ihr seht jetzt hier im Hintergrund schon, wie die Zeit voranschreitet sozusagen, und auch zwischendurch blende ich ja immer mal wieder die Akkukapazität, nicht die Akkukapazität, sondern Akkuzustand ein. Also insofern seht ihr da schon ein bisschen, wie
wie es läuft. Das Ganze habe ich dann auch nochmal in diese Excel-Datei übertragen und herausgekommen ist eine Übersicht, die aus meiner Sicht für euch ganz hilfreich sein kann, wie ihr nachher feststellen könnt, wie eure Akkulaufzeit sein könnte. Und da interessiert mich natürlich insbesondere auch, und das sage ich an dieser Stelle schon mal, wie eure Erwartungen oder beziehungsweise nicht eure Erwartungen, aber eure Erfahrungen sind. Denn das ist super wichtig, gerade die LTE-Version würde mich zum Beispiel mal interessieren. Habt ihr die ähnliche Akkulaufzeiten oder ganz andere? Das würde mich sehr interessieren, also schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, jetzt aber zu der viel zitierten Excel-Datei und hier blende ich sie euch einmal ein. Das ist der Akkutest zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm ohne LTE und ich erkläre euch jetzt gleich auch nochmal die Details, damit ihr so ein bisschen Überblick bekommt. Ihr könnt nachher einfach auf Pause drücken, euch alles in Ruhe durchlesen, aber jetzt erstmal die Erklärung. Also zunächst mal gibt es 6 verschiedene Aktivitäten, die ich ja anhand meiner Benutzung sozusagen definiert habe. Die habe ich auch im letzten Jahr ähnlich genutzt. Für all diese Aktivitäten habe ich zwischendurch immer Screenshots gemacht. Also für den normalen Mischbetrieb, fürs Schlafen, für Aktivitäten sportlicher Natur, Joggen in meinem Fall, normalen Mischbetrieb ohne Always-On-Display, offline Musik hören mit Bluetooth-Kopfhörern und so weiter und so fort. Daraus ist ein Mittelwert entstanden und zwar wie viel Prozentpunkte werden denn pro Stunde verbraucht. Also wie viel Prozent von eurer Uhrkapazität von 100% gehen pro Stunde für diese Aktivität drauf. Das ist sozusagen der Mittelwert aus den 55 Messungen, die ich gemacht habe. Die sind mal länger, mal kürzer gewesen. Und ob das jetzt alles ganz akkurat ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Vergesst also mal die zweite Nachkommastelle. Aus diesen gewichteten Mittelwerten habe ich wiederum die Laufzeit in Stunden ermittelt. Das bedeutet also, im normalen Mischbetrieb mit Always-On-Display dauert oder hat die Uhr eine Laufzeit von 28,7 Stunden. Für Schlafen mit Nicht-Stören-Modus wären es zum Beispiel 83 Stunden und wenn ihr eine Aktivität mit GPS und Bluetooth-Kopfhörern durchführt, habt ihr nur eine Laufzeit von 8 Stunden. Das Ganze wiederum habe ich dann für mich in einen durchschnittlichen Tag umgerechnet. Mein Tag hat logischerweise 24 Stunden, davon bin ich 14,5 Stunden im normalen Mischbetrieb unterwegs, 7,5 Stunden im Schlafmodus sozusagen und eine halbe Stunde sportliche Aktivität mit GPS und zwar einmal mit Bluetooth, einmal ohne Bluetooth. Daraus kommt dann auch ein Gesamttag heraus und was wir dann noch haben, das ist die Ladelaufzeit von 0 auf 100%, habe ich ja gerade eben schon mal angekündigt. Insgesamt hat es 1 Stunde 22 Minuten gedauert, um von 0 auf 100 zu laden und die einzelnen Abstufungen seht ihr dann hier nochmal. Und jetzt nehme ich mal den Blur-Effekt raus und ihr seht jetzt quasi das gesamte Tableau. Ich habe euch ja die einzelnen Komponenten schon erklärt. Wer mag, drückt jetzt gerne mal auf Pause und kann sich dann über die Rechenlogik mit der Schichtung des Tages quasi seinen individuellen Tag zusammenstellen. Wie gesagt, nehmt da bitte nicht die Nachkommastellen ganz genau. Es sind ungefähre Werte und ich hoffe, dass das ungefähr auch mit dem passt, was ihr so habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr was völlig anderes habt oder auch wenn es bei euch passt. Insgesamt komme ich mit meinem Mix jetzt auf eine Laufzeit von 1,3 Tagen. Das ist für mich okay, würde ich mal sagen. Und auch der normale Mischbetrieb mit knapp 30 Stunden. Auch das ist das, was man in anderen Tests schon mal gelesen hat. Also insofern sollte das halbwegs passen. Für euch zur Information, die Samsung Galaxy Watch 5 Pro, die ich ja im letzten Jahr nach der gleichen Methode getestet habe, ist auf 1,7 Tage Laufzeit gekommen. Also nochmal 0,4 Tage mehr als hier die Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Aber die hat natürlich auch einen deutlich größeren Akku. Und deswegen kommt sie natürlich auch auf mehr Laufzeit als jetzt hier bei der Watch 6 Classic. Ja, und genau diesen Vergleich gucken wir uns jetzt auch nochmal im Detail an. Also auch hier gilt wieder, einfach auf Pause drücken, in Ruhe angucken. Der Akkutest mit der Galaxy Watch 5 Pro, der ist natürlich aus dem letzten Jahr, sprich auch mit dem Softwarestand aus dem letzten Jahr, während die Galaxy Watch 6 Classic natürlich den jetzt aktuellen Softwarestand hat. Auch das muss man vielleicht an der Stelle nochmal wissen. Wir sehen hier aber, dass die einzelnen Aktivitäten sich grundsätzlich nicht in der Struktur unterscheiden. Was will ich damit sagen? Dass die Mittelwerte bei der Watch 6 Classic eigentlich alle schlechter sind. Es gibt jetzt nicht eine bestimmte Aktivität, wo vielleicht Samsung im Laufe der Zeit noch nachgebessert hat, sondern es scheint tatsächlich hier eher an der reinen Akkukapazität, also dem größeren Akku bei der Watch 5 Pro zu liegen, als irgendwelchen Softwareverbesserungen, die vielleicht an einzelnen Bestandteilen der Komponenten gemacht wurden, um halt diese Aktivitäten nochmal anders einzusteuern. Ich hoffe, dass euch der Vergleichstest hier nochmal ein kleines bisschen geholfen hat.
Ja, das war ja unser Akkutest zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic und ich hoffe, er hat euch ein bisschen geholfen. Was mich jetzt sehr interessieren würde, ist, habt ihr ähnliche Erfahrungen? Sind eure Laufzeiten gleich? Also von daher schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wie eure Laufzeiten so sind. Und auch, falls ihr komplett andere Laufzeiten habt, auch dann schreibt es mir gerne mal rein. Es würde mich interessieren, auch bei der LTE-Variante. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Alexa, Kamera aus. Okay.